Für alle, die die F1 Phantom Serie bislang noch nicht kennen als Flügel, sei gesagt, es handelt sich hier um einen Mitaspektflügel, ein bisschen gestreckter als das, im Prinzip mit einer mittleren Profildicke. Wobei die Anströmkante hier insgesamt schlank gehalten ist. Das Wichtigste und absolut auffälligste ist die Konstruktion der Kombination Frontflügel, Fuselage und Rear Wing. Hierbei ist halt der Frontflügel direkt an die Fuselage in einem Monoblock aus Vollcarbon in Pre-Preg-Bauweise gefertigt. Und die Fuselage wird hier aus zwei Teilen, aus dem hinteren und dem vorderen Teil, direkt mit der Mastverbindung verschraubt. Der Vorteil, der hieraus entsteht, ist natürlich eine Verwindungssteifigkeit, die wir sonst aus den bisherigen Kombinationen der Montage nicht kennen. Das Ganze haben wir hier in Kombination mit dem 275er Stabi gefahren. Die Verarbeitungsqualität der gesamten Kombination ist hervorragend. Man sieht es hier auch in den völlig nahtlosen Übergängen. Das Ganze halt wirklich exzellent gefertigt. Kommen wir nochmal zur Form des Frontwings. Hier haben wir einen leichten Schwung in der Wölbung und die Tippenden sind hier gerade geformt. Dazu sind die Enden verrundet, was halt die Verletzungsgefahr deutlich reduziert gegenüber dem ein oder anderen Konkurrenzprodukt. Das gesamte Foil ist mit einer einheitlichen Torx-Größe verschraubt, was wiederum halt den Einsatz von wenig Werkzeug möglich macht. Im Test sind wir dazu hauptsächlich den 75er Alumast gefahren, der von seiner Verarbeitungsqualität und Passform hier auch exzellent fungiert hat. Dazu ist halt die Montage mit den Schlitzen der Baseplate auch schnell gemacht. Und nochmal kurz zum Trim bei der Größe von 1280 ist hier eine Positionierung etwas vor der Mitte der Tracks empfehlenswert. Als erstes fällt sofort auf, dass das Aufstiegsvermögen des Phantom hier wirklich sehr einfach sich gestaltet. Das heißt, für einen Einsteiger ist hier auch über geringe Fahrgeschwindigkeit ein schnelles Aufsteigen möglich. Man braucht nur einen minimalen Impuls beim Pumpen, um diesen Flügel auf Geschwindigkeit oder Anströmgeschwindigkeit zu bringen, und das auch egal mit welchem Wing wir das kombiniert haben. Sobald wir eine ausreichende Anströmgeschwindigkeit besitzen, fällt des Weiteren sehr angenehm auf, dass dieser Flügel sich hier absolut frei und auch nur mit sehr wenig Führung von seitens des Fahrers oder der Fahrerin bewegt. Hier ist sofort eine ausreichende Stabilität, die auch einen noch nicht so versierten Fahrer nicht überfordert. Schnell und völlig mühelos erreicht der Phantom-Flügel eine hohe Endgeschwindigkeit. Oder auch auf dem Anbindkurs gibt es hier nichts zu meckern. Wir haben sicherlich Flügel, die noch etwas gerader und noch etwas gestreckter sind, die noch etwas besser gegen den Wind ziehen, aber wir sind hier nah dran an der maximalen Leistung, auch was das Anwindverhalten angeht. Die Güte und Qualität eines Foils resultiert unserer Meinung nach aus der Kombination zwischen Leistungsspitzen und der dementsprechenden Kontrolle. Und da übernimmt halt hier die Phantom-Linie wirklich eine der führenden Positionen im Markt. Gerade was schwierige Bedingungen angeht, sehr aufgewühltes Wasser, kabbelige Bedingungen, Wellen, unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche. Hier bleibt der Flügel durchgehend unberührt. Er bleibt präzise, ohne schwammig zu wirken, aber jederzeit beweglich, ohne einzulocken. Das gibt dem Fahrer oder der Fahrerin halt wirklich hier ein echt sicheres Gefühl. Und wenn wir dann hier auf die Achsenstabilität im Detail eingehen,
so merken wir haben eine ganz konkrete und stabile Positionierung in der Pitch mit einem sehr guten Feedback. Wie gesagt, ohne die Beweglichkeit dabei einzuschränken. Und das gilt auch für die Rolle und auch für die Yaw. Also diese Kombination. Es ist immer so, dass man sehr schön in den Turn gehen kann, aber auch das Aufrichten des Flügels jederzeit wieder gut möglich ist, ohne besonderen Kraftaufwand. Dementsprechend ist das Ganze hier wirklich sehr, sehr harmonisch aufeinander abgestimmt. Mit welcher Art von Wings lässt sich das Ganze hier am besten kombinieren? Es ist natürlich momentan wirklich immer eine Frage bei der Abstimmung, wie viel Widerstand, wie viel Drag haben die einzelnen Komponenten, harmonieren die gut miteinander. Da ist es halt so, dass die Geschwindigkeit des Phantom-Flügels hier klar natürlich, um die maximale Performance freizumachen, Flügel bevorzugt, die auch eine gewisse Geschwindigkeit zulassen. Also das Profil sollte nicht zu tief sein, die Fronttube sollte nicht zu dick sein. Nichtsdestotrotz ist hier so viel gutmütiges Moment und fehlerverzeihendes Moment vorhanden, dass man es auch damit kombinieren kann, sodass diese Flügel, wie gesagt, halt auch selbst für den Einsteiger gut geeignet sind, auch wenn hier ein etwas höherer Widerstand beim Wing spürbar ist. Und schaut man auch in die Kombinationsmöglichkeiten, mit welchen Boards funktioniert das hier am besten. Ist klar, die neue Serie funktioniert definitiv auch gut mit anderen Labels, die weniger Rockerlinie als vergleichsweise F1-Boards haben. Aber wenn man am wenigsten beim Trim-Setup machen möchte, passt es definitiv immer noch für F1-Boards am besten. Eine sehr hohe Geschwindigkeit und ein exzellentes Lösen vom Wasser sorgt für sehr gute Sprungeigenschaften. Oder auch beim Wiedereintauchen wird hier die Strömung exzellent wieder angenommen. Man spürt auch einfach nur bei Turns, dass beim Wing-Out hier, wenn mal eine Spitze frei wird, was halt bei anderen Modellen teilweise doch dann sehr schwer ist, wieder einzufangen, hier insgesamt leichter funktioniert. Diese gesamte Formgebung ist hier so harmonisch und gut gelungen, dass man gerade auch in diesem hohen Leistungsbereich ein sehr fehlerverzeihendes Fahrverhalten besitzt. Vergleichen wir den F1 Phantom in zum Beispiel 1280 nochmal mit dem auch zuvor getesteten Slingshot Phantasm 926, der eine ähnlich große Fläche besitzt. Stellen wir fest halt, dass hier da Slingshot aufgrund der Form, das ist halt noch gestreckter, noch gerader, einen etwas besseren Gleit besitzt. Das heißt, wenn ich einfach ohne weitere Kraft, ohne Schub der Welle einfach nur den Flügel fliegen lassen möchte, das ist ähnlich wie bei der Axis HPS-Serie, dann erreiche ich halt mit diesen Foils noch einen etwas besseren Gleit. Allerdings ist dieser Punkt wirklich im Unterschied nur dann zu sehen, wenn gar kein Impuls mehr vom Wing oder von der Welle beim Schub für den Flügel dazukommt. Jetzt werden alle denken halt, Mann, das hört sich ja wirklich großartig an. Stimmt, das ist es auch. Es ist eine Foil-Serie, die wirklich einen wahnsinnig großen Einsatzbereich besitzt, die einerseits früh genug und sanft genug steigt und auch sofort stabil genug ist, um den Einsteiger nicht zu überfordern. Er kann performancemäßig im obersten Segment, was die Kontrolle bei Highspeed angeht, absolut dominieren. Er hat einen Glide, der an die mitbesten Glider wie Axis oder auch Phantasm herankommt. Und er besitzt in der Welle eine Beweglichkeit, die einerseits wahnsinnig spielerisch sich anfühlt,
aber auf der anderen Seite auch total kontrolliert ist. Da haben wir bisher noch nichts hundertprozentig Vergleichbares gefunden. Wenn man hier überhaupt irgendetwas bemängeln könnte, dann wäre es eventuell der Auslieferungszustand in puncto Verpackung. Das ist sehr pragmatisch gehalten in Kartons. Die EVA-Hülle sieht halt auch wirklich recycelt aus. Und da muss man sagen, das haben wir bei anderen Herstellern doch schon mal hochwertiger und praktischer erlebt. Und das würde auch diesem hochwertigen Vollprodukt besser gerecht werden.